Ich habe mir letztes Jahr einen großen Traum verwirklicht. Der Plan, Afrika mit eigenen Augen zu sehen. Dafür habe ich mir in Südafrika ein Auto gekauft und bin einfach Richtung Deutschland losgefahren. Was ich in den 22 Ländern alles erlebt habe, seht ihr hier. Alter, wow, Scheiße! Heute habe ich eine Mission und stehe deshalb zeitig zum Sonnenaufgang auf. Die Mission lautet, einen Weg zu finden, um später auf der großen Spitzkoppe zu stehen. Mit der FPV-Drohne habe ich mir gestern schon ein besseres Bild von der Tour gemacht, bis die Drohne schließlich Vollgas in den Boden crashte. Was ist jetzt passiert? Fuck, ich bin gecrashed. Hoffen wir also mal das Beste, dass es mir heute nicht genauso ergeht wie meiner Drohne. Motiviert packe ich also meine Sachen und wandere einfach drauf los. Langsam wird es echt schwer hier einen Weg zu finden, weil es sind alle so riesen Brocken. Wenn ich da ein Stück hochlaufe und da oben sehe, dass es da nicht mehr weitergeht, muss ich halt die ganze Zeit wieder runter und dann woanders probieren. Ihr seht, da hoch zu kommen ist echt nicht so easy. Und das sind Felsbrocken in der Größe von einem Haus. Also die sind schon ziemlich heftig. Ich glaube, meine einzige Chance hochzukommen ist hier dadurch. Aber ich weiß es noch nicht. Ich gehe jetzt erstmal näher ran und schaue es mir von der Nähe an. Die Aussicht hat sich bis jetzt schon gelohnt. Einfach wunderschön, echt. Ich habe jetzt erst auf der Karte gesehen, dass das die normale Spitzkoppe ist. Und das ist die große Spitzkoppe, wo ich gerade hochkletter. Also ich glaube, die allermeisten klettern da drüben hoch. Sieht auch einfacher aus über den Rücken hier. Aber ja, keine Ahnung, das täuscht auch nur von Weitem. Oh shit, ey. Also ich bin jetzt noch ca. 200 Meter vom Gipfel entfernt, vielleicht 250 Meter. Diese Landschaft erinnert mich immer voll an den Film 96 Hours, nach einer wahren Begebenheit, wo der Typ einfach in Canyonlands in Amerika im Nationalpark allein rumdüst und exploren geht und irgendwo rumklettert und dann auch durch so eine Schlucht klettert und dann einfach, ja, glaubt, einen Felsbrocken auslöst durch seine Bewegungen und der Felsbrocken landet voll auf seinem Arm. Und dann ist er da halt eingeschlossen für insgesamt 96 Stunden. Ja, und hat halt nichts zu trinken dabei, kann nicht Hilfe rufen, kann gar nichts und entscheidet sich dann am Ende dafür, dass er einfach mit einer Glasscherbe, seinen Arm abschneidet. Und der packt es wirklich raus, also der verblutet nicht. Aber stellt euch das mal vor. Also so ein Überlebenswille,
dann irgendwann zu bekommen, dass du dann einfach ohne Narkose, ohne irgendwas anfängst, deinen Arm abzuschneiden. Ey, das muss so krass sein. Und der hat am Ende, glaube ich, auch öfter seine Pisse getrunken und so. Der hat ja kein Wasser und da drin ist schon Wüstengegend, halt ziemlich heiß. Ich hoffe, das passiert mir heute nicht. Ey, keine Chance. Ich komme hier nicht mehr weiter. Ich habe es an 2, 3 verschiedenen Stellen probiert, hochzukommen, aber da sind solche Lücken zu überwinden, solche Gaps, da kann ich gar nicht drüber springen. Und ich meine, ich habe gerade geguckt, das sind echt immer noch 250 Höhenmeter. Und es wird nicht besser, die Felsbrocken werden immer größer, die Canyons immer größer. Ah, so eine Kacke, hey. Ich probiere es noch an einer anderen Stelle, wenn es dann nicht klappt, dann beschließe ich wieder runter zu gehen. Boah, ich bin jetzt schon fast auf der Höhe von der kleinen Spitzkoppe, aber noch nicht ganz. Aber hey, schaut euch das an. Ich laufe hier oder kletter so 20 Meter hoch, dann kommt plötzlich wieder ein riesen Gap, dann muss ich wieder runterklettern, dann gehe ich 1, 2, dann versuch's da. Ey, das ist echt zu krass hier. Eigentlich bräuchte man hier auf jeden Fall noch Unterstützung von anderen Leuten und dann vielleicht noch Kletterausrüstung. Vielleicht gibt es hier auch einen normalen Weg, den ich einfach nicht gefunden habe. Aber ja, das ist er zumindest nicht. Oh Mann. Shit, ey. Ich bin jetzt fast wieder unten. Da war ich gestern Abend oben und leider windet es zu arg, sonst wäre ich da jetzt noch hochgelaufen mit dem Gleitschirm und wäre noch ein Stück runtergeflogen, aber ja, nee. Also es ist schon ein bisschen sketchy da oben zu starten und wenn da noch zu viel Wind ist, also es wäre vom Wind schon noch möglich, sage ich mal so, aber nicht von dem Felsen oben, ist mir zu krass. Ich bin jetzt auch nicht ein kompletter Paragliding-Profi, aber ich bin froh, dass ich da durchgekommen bin. Boah. Es war echt nochmal krass, den Weg runter auch wieder zu finden. Musste ein paar Mal einen Baum runterklettern oder einfach nochmal einen Umweg nehmen. Aber ich glaube, von jetzt an ist chillig. So, ich habe mich jetzt doch entschieden, mit dem Gleitschirm nochmal loszuziehen und nochmal oben zu schauen, wie es vom Wind her ist, weil ich hätte einfach mal wieder richtig Bock zu fliegen. Also hier unten geht schon auch ein Lüftchen, aber bin mal gespannt, wie es oben ist. Oh, ich bin jetzt da, wo ich gestern war, aber aktuell ist der Wind zu stark leider. Die Windrichtung dürfte passen. So könnte ich eigentlich perfekt rausstarten. Aber es pfeift gerade ganz schön. Ja, aber das Plateau wäre wirklich genial zum Starten. Okay, echt schade. Ich habe jetzt hier 20 Minuten gewartet. Ich glaube, ich drehe jetzt um. Weil es hat keinen Sinn. Ich glaube, das bläst hier heute den ganzen Tag so.
Arsch! So, es wird Zeit für mich, hier von diesem geilen Ort zu verschwinden. Ich fahre jetzt Richtung Meer vor. Nach 1,5 Monaten, nee, nach einem Monat sehe ich endlich mal wieder das Meer. Und ich freue mich richtig drauf. Ich habe jetzt hier eigentlich noch alles gemacht, was ich machen wollte. Ich bin ja jetzt 2 Nächte geblieben und in der ersten Nacht war es leider ziemlich bewölkt. Und ich habe gelesen, dass man hier eben einen Ort hat, wo fast keine Lichtverschmutzung da ist und man richtig geile Nachtbilder machen kann mit den Sternen und so. Deswegen wollte ich jetzt unbedingt nochmal eine Nacht bleiben. Und habe gestern Abend noch richtig geile Bilder geschossen und auch eine Timelapse gemacht. Ich konnte jetzt noch ein Stück runterfliegen, was ziemlich geil war. Aber jetzt wird es Zeit, dass ich gehe. Ach so, und es gibt noch eine weitere tolle Neuigkeit. Ich habe ja lange nach einer Möglichkeit gesucht, wie ich jetzt wieder zu einer Drohne komme, da meine alte ja leider kaputt ist und irgendwie, ja, Drohnenaufnahmen, so diese ganzen Reisevideos natürlich schon sehr viel geiler machen und ich selber es auch liebe, einfach Drohne zu fliegen. Gerade hier in Namibia, wunderschöne Landschaften, von oben sieht es einfach noch so viel geiler aus. Und bin in Facebook-Gruppen tatsächlich auf Leute gestoßen, die von Deutschland aus nach Namibia fliegen, genauer gesagt nach Windhoek in der nächsten Woche. Jetzt habe ich da Leute angeschrieben und eine Frau hat sich bereit erklärt, mir die Drohne einfach mitzubringen. Jetzt habe ich direkt eine zu ihr nach Hause geschickt und ich werde mich in einer Woche mit ihr in Windhoek treffen und habe dann wieder eine Drohne am Start, mit der ich rumfliegen kann. Ziemlich geil. Gerade hier nach Swakopmund an den Dünen der Nami-Wüste, der ältesten Wüste der Welt. Und ich gehe da jetzt fliegen. Ich habe richtig Bock. Ich habe mich heute Morgen im Café mit einem Local getroffen, der hier aufgewachsen ist, dem seine Großeltern hierher schon hergezogen sind. Und der kennt den Ort perfekt, der ist eben auch Gleitschirmflieger. Und der hat mir einige Tipps gegeben. Ja Mann, ich bin richtig hyped, da jetzt fliegen zu gehen. Der Wind kam jetzt gerade schön rein und dann kann man hier die ganzen Sanddünen entlang fliegen, 2 Kilometer. Ich bin jetzt gerade also mein bester Kumpel, dem sein Vater hat einen Cousin, der jetzt hierher gezogen ist vor 3 Monaten. Bei denen bin ich jetzt gerade untergebracht für die nächsten 2 Nächte, was cool ist. Und die haben mir auch schon einiges gezeigt. Mit denen war ich gestern im Township zusammen. Er selber ist Pastor hier in der Gemeinde und hat deswegen viele Connections auch zu verschiedenen Leuten. Und die waren extrem gastfreundlich, haben gleich gesagt, hey, ich soll doch da bleiben. Und jetzt bin ich da bei denen 2 Nächte untergebracht. Vielen Dank an der Stelle an euch. Und ja, doch, also Swakopmund gefällt mir bis jetzt richtig gut. Auch wenn man sagen muss, dass hinter Swakopmund gibt es auch ein Township, so wie ganz oft ja in den größeren Städten hier in Afrika, zumindest da, wo die Apartheid geherrscht hat. Und ja, also da war ich gestern eben drin. War natürlich schon auch hart zu sehen, so vorne eben alles schön und sonst was, wo die ganzen Touristen hingehen, wo alles deutschen Einfluss hat, wo Fachwerkhäuser stehen, wo viele ja einfach schöne Gebäude stehen, wo Restaurants sind, wo Shops zu sehen sind und ja 2-3 Kilometer weiter hinten eben eine extra ärmliche Wohnsiedlung, wo einfach die Leute nur Wellblechhütten haben und in dem leben. Aber ich gehe jetzt erstmal fliegen.
hat einfach nur so Spaß gemacht. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zuletzt wirklich ein paar Stunden so viel Spaß hatte. Wenn man da hochgekommen ist, man ist immer mal wieder vom Wind einfach hochgedrückt worden und hat dann komplett hinter die Dünen gesehen und es ist eine ewig lange Dünenlandschaft. Ich meine, hier beginnt erst die Nami-Wüste, die geht ja komplett in die Richtung. Die nächsten, keine Ahnung wie viel, 100 Kilometer und ey, so geil. Oh, da drüben ist ein Wüstenfuchs. Cool, ey. Oh nein, vielleicht kann ich den euch noch kurz zeigen. Der läuft jetzt Richtung Straße. Naja, jetzt geht's erstmal wieder zurück in die Zivilisation, nach Swakopmund zu meiner Gastfamilie, die sich bereit erklärt haben, mich 2 Tage aufzunehmen und mir Asyl zu gewähren. Ach so, und ich meine Sandwich Bay, ich weiß nicht, ob ein paar von euch das ein Begriff ist. Das ist quasi der Ort, wo die Sanddünen ganz ans Meer rankommen. Es gibt, glaube ich, weltweit sehr, sehr wenige Orte, wo das der Fall ist. Da will ich auf jeden Fall hin, aber da werden normalerweise sehr teuer so Allradtouren hingemacht, weil es halt einfach gefährlich ist, wenn man da feststecken kann, weil man da wirklich die Flut und die Ebbe einhalten muss, weil wenn die Flut kommt und man da noch rumfährt, also das Wasser kommt wirklich bis zu den Sanddünen ran, dann muss man wirklich ausweichen in die Sanddünen rein und eben in den Sanddünen fahren und da muss man halt sicher sein und sich auskennen. In den Foren liest man so viel gemischtes Zeug, weil viele Leute müssen da teilweise ihr Auto lassen, weil sie irgendeinen Unfall haben und dann kommt keiner mehr rechtzeitig, um sie rauszuretten. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem machen. So, aber jetzt brauche ich erstmal eine Dusche, denn ich habe Sand in jeglicher Ritze. Das kann ich euch garantieren. Ich will es euch nicht zeigen, aber das kann ich euch garantieren. Könnt ihr mir glauben. Doch bevor ich Richtung Windhoek aufbreche, bilde ich mich noch ganz vorbildlich im historischen Museum von Swakopmund und lasse es mir nicht nehmen, hier noch eine Quad-Tour mitten in den Sanddünen zu starten. They are used to me already because I've been here with them a couple of times, a couple of years as well, so they know me. Hey. Open. It's fine. He doesn't have to open. Yeah? Maybe he's just like pissed off because you said it so many times. yeah, it might be. They can hold their balance really good. Yeah. Okay. Oh. Leave the glasses. Yeah. To have the GoPro. Whoa. So, ich bin jetzt gerade wieder rausgefahren aus Swakopmund und es ist einfach völlig krass. Also Swakopmund ist zu dieser Jahreszeit zumindest komplett in eine Wolkenschicht gehüllt. Da ist einfach komplett anders vom Klima. Ich bin jetzt maximal eine Stunde rausgefahren Richtung Windhoek und komplett wieder blauer Himmel. Ich habe jetzt gerade noch den Sonnenuntergang hier gesehen. Es war ziemlich geil. Und bin jetzt wieder komplett im Nirgendwo. Ich meine, man fährt keine 20 Minuten und ist halt wieder in so einer Gegend hier. So, da penne ich jetzt heute. Ich meine, da geht die Straße vorbei, aber hier ist keine Sau unterwegs. Und ich schätze auch nicht, dass da jetzt noch irgendjemand kommt und dass es irgendjemand stören wird. So, aber jetzt baue ich gleich mal mein Zelt auf. Ich bin schon irgendwie ziemlich fertig. Und ja, morgen werde ich meine Drohne in Windhoek abholen.
Geil, habe ich richtig Bock drauf. Ich hoffe, die Frau kommt gut durch den Zoll und durch das Ganze, weil ich mittlerweile noch gehört habe, dass man die Drohne anmelden muss bei der Luftfahrtbehörde und genau angeben muss, wo man genau fliegen wird und so. Und wenn man die Papiere nicht hat, dann können die da einem, ja, ich glaube, die Einreise zumindest für die Drohne verweigern. Ich hoffe, dass sie echt gut durchkommen wird, aber das seht ihr dann morgen. Boah, ist das geil, hey. Ich habe jetzt wieder eine Drohne, es hat geklappt. Ich bin jetzt hier gerade noch am Flughafen. Die Drohne jetzt gerade überreicht bekommen. Eine DJI Mavic Air 2S. Das heißt, es gibt jetzt weiterhin richtig geile Aufnahmen. Mal gucken, wie lange die hebt, ob die den ganzen Trip übersteht. Aber ich muss da jetzt echt drauf aufpassen. Ich bin einfach nur begeistert, dass es jetzt funktioniert hat. Ich habe jetzt denen, die es mir gebracht haben, 150 € gegeben als Dankeschön. Und ja, einfach verrückt, ich habe sie nicht gekannt. Ich habe da direkt die Drohne zu denen nach Hause geschickt und sie haben sie mir jetzt einfach gebracht. Also man muss an Menschen einfach vertrauen und ja, dann klappt's auch. Boah, ey, die Drohne hat sich jetzt schon gelohnt, ich sag's euch, und da hat's vorhin richtig runtergepisst. Auch die ganzen Wolken am Himmel sahen unglaublich schön aus. Ich meine, wofür hat man so ein Auto? Gerade für sowas, ey. Aber jetzt ist es richtig dreckig. So, mein Indiana Jones Hemd ist an. Ich bin jetzt im Naukluft National Park und jetzt laufe ich den Olive Trail. Eigentlich hatten sie mir an der Rezeption gesagt, dass ich nicht allein gehen darf, aber dann habe ich jetzt einfach noch ein bisschen gestänkert und habe gesagt, nee, ich will das unbedingt machen und habe GPS-Zeug dabei und hin und her und jetzt haben sie gesagt, okay, ich soll gehen. Uns wagen, weil es ist vor 2 Jahren, glaube ich, ein Tourist vom Weg abgekommen und seither erlauben sie es halt nicht mehr, weil die mussten in 2 Tagen mit dem Heli suchen in der Gegend und sonst was. Ich glaube jetzt nicht, dass es so krass sein wird, aber ich bin gespannt, hey.
dachte, hier gibt es irgendwo eine Stelle, wo man schön reinspringen kann. Aber sieht nicht so aus. Also man kann schon. Die Sanddünen, die ihr da hinten sehen könnt, die gehören jetzt schon zu den letzten Ausläufern der Namib-Wüste. Und ich meine, man muss sich die Dimensionen einfach mal vorstellen. Ab hier sind es einfach 136 Kilometer, geradeaus durch bis ans Meer, alles voll mit Sandwüste. Und links und rechts geht es natürlich auch ewig weit. Ich bin jetzt kurz vor dem Ort, wo es dann nach Sossusvlei reingeht. Und ja, dann fahre ich also quasi... Die Namib-Wüste geht von beiden Seiten aus so rein und dann kann man wirklich eine Strecke reinfahren in die Namib-Wüste bis zu einer richtig großen Sanddüne. Jetzt fahre ich bis nach Sesriem, das liegt genau hier und ich glaube, da muss man dann auch sein Permit holen. Und hier kann man eben wirklich die Straße reinfahren in die Namib-Wüste bis Sossusvlei. Und das ist hier alles Nationalpark, alles nur Sanddünen. Ich meine, die haben da oben angefangen bei Swakopmund. Da bin ich irgendwo auch geflogen und mit dem Quad rumgeheizt.